Gerade ist es 7:30 Uhr. So, in einer halben Stunde ungefähr ist hier Sonnenaufgang. Ich bin gerade in den Lingen-Alpen. Eine sehr schöne Region, wie ich denke. Ich habe hier gerade so einen guten Spot gefunden. Und da stelle ich gleich meine Kamera auf und vielleicht runde ich dann den Morgen so ab. Peace. Ja, Lingen-Alpen. So heißt die Region hier. Wenn irgendetwas mit Alpen beschrieben wird oder sogar im Namen Alpen integriert hat, dann werde ich direkt hellhörig. So sehr liebe ich die Alpen. Und auch das hier ist sehr schön hier. Es ist ein Fjord mit sehr hohen Bergen. Die Berge hier in der Gegend von Tromsø sind nicht unbedingt alle sehr hoch. Und die sind auch gestern zum Beispiel, als ich die Bergkette fotografiert habe am Morgen, die kam mir so nah vor, so, ja, ich gehe da mal gleich hoch, mäßig. Deswegen ist das ja mal was anderes hier. Ja, diese Szene ist keine typische Szene, die ich fotografieren würde. Da ist nämlich im Vordergrund echt viel los, aber wirklich richtig viel los. Und ich mag es ja eher minimalistisch. Aber ich dachte mir, versuch's einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ich bin mir auch mit dieser Wolkendecke da oben, bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das hier überhaupt was wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Sonne gar nicht durchkommen wird. Mach mal ein Testfoto. Ja, also es sieht echt gut aus, auch das Bild. Also, wir sehen hier einen Fluss, dann so eine Art Insel, Steininsel mit einem einzelnen Baum da, auf den ich auch fokussieren werde. Dann haben wir dann noch in der Mitte die Häuser, was mich tatsächlich nicht stört. Nee, das macht es skandinavischer, um ehrlich zu sein. Meist dann hat man so ein bisschen so einen Anhaltspunkt, wo man gerade ist. Kann ja überall sein eigentlich. Weil die Berge sind nicht so niedrig wie sonst, wie ich eben meinte. Und ja, gut. Und dann im Hintergrund haben wir so eine echt große und flächige Bergkette. Und das wäre echt cool, wenn da oben die Gipfel Farbe annehmen würden. Aber ich weiß halt nicht. Es ist halt sehr dicht bewölkt. Und die Sonne kommt von da drüben ungefähr. Also, wir werden sehen. Bin jetzt eine Etage tiefer gegangen, aber nicht direkt am Ufer. Das sieht man dann im Bild, warum. Es ist einfach zu flach hier, glaube ich.
So, es ist jetzt 8 Uhr und wie ihr seht, nicht so wie gestern, heute passiert nichts. Gar nichts. So ein bisschen, so einen kleinen Ansatz da oben, aber so da hinten sieht man so ein bisschen Farbe. Aber ansonsten ist nicht viel los. Ich habe trotzdem das Bild gemacht, weil die Szene echt cool ist. Und die Wolken jetzt auch nicht störend sind. Nö, eigentlich nicht. Aber das i-Tüpfelchen fehlt. Also zusammengefasst war der Morgen nicht so geil. Bin echt weit und lang gefahren und ab 4 Uhr auch noch. Das heißt ja, ich bin ja vorher aufgestanden, um genau zu sein, um 3. Nichts gesehen und hier kein Sonnenaufgang. Und gut, ich fange jetzt gleich mal meine heutige Wanderung an. Und mal sehen, was sich dann im Laufe des Tages ergibt. Für jetzt war es das. Ich werde mich nicht verabschieden, weil dieses Video kein wirkliches Video ist. Dann füge ich das lieber mit dem Rest des Tages zusammen. Bis dahin. Aspevatnet. Es ist ein See, 1 Kilometer nur vom Parkplatz entfernt. Was ich hier gefunden habe, war ein tiefgefrorener, ja wirklich, ein zugefrorener See. Klein, nicht besonders schön, würde ich sagen. Das ist das erste Mal, dass ich einen wirklich komplett zugefrorenen See sehe, glaube ich zumindest. Und dann bin ich hier ein bisschen rumgegangen, weil ich das ja ziemlich cool finde. Und dann sehe ich das da. Und ich kann dir nicht sagen, ob das natürlich oder menschengemacht ist. Also ich glaube nicht, dass es natürlich ist, weil es ist so surreal, sieht das aus. Auf jeden Fall hat das die Form eines Baumes im Winter. Und diese kleine Insel hier ist wie die Erde vom Baum. Einfach geil. Ich muss da mal. Es ist wirklich. Es ist nicht so rutschig. Es sieht so aus wie. Ach, man kann es nicht richtig sehen. Ich dachte am Anfang, es wäre irgendwie so ein Kabel, so ein Rohr oder so, aber da ist nichts. Da ist kein Kabel, da ist kein Rohr, da ist kein nix. Vielleicht ist es doch natürlich entstanden. Kann ich dir nicht sagen. Aber das macht ein gutes Bild, denke ich mal. Das ist ja schon ein Bild, wenn man so sagen kann.
So, da drüben soll der Blavatnet sein. Das war mein Ziel. Aber hier geht es nicht mehr weiter. Ich war noch da oben ein bisschen, aber da hört es dann wirklich auf. Vielleicht im Sommer gibt es hier einen guten Weg, der markiert ist, aber irgendwie im Winter gerade gar nicht. Und naja, ich könnte jetzt alles Mögliche tun, um den See noch irgendwie zu erreichen. Aber ich muss den ganzen Scheiß auch wieder zurück. Und gerade fängt es an zu schneien, regnen, hageln, irgendwas dazwischen, Schneeregen vielleicht. Und nee, ich mache jetzt einen Rückzug. Heißt aber nicht, dass ich kein Foto machen werde. Da drüben habe ich was gesehen, was mir gefallen hat, aber ich dachte mir, ach, geh noch erstmal zum See und guck, ob da noch irgendwas Interessantes ist, aber das wird ja nicht mehr passieren. Den See habe ich aber gesehen. Da oben, das ist ja ziemlich hoch und da kann man schon den See sehen. Aber ich muss jetzt los. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Hallo. Aus Deutschland? Ja. Ich auch. Ich bin jetzt diesen Weg hier gegangen. Ja. Und da drüben, wo dieser Hügel ist, ja, da habe ich keinen Weg mehr gefunden. Deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt wieder zurück, weil auch das Wetter und die Zeit und so weiter. Aber ich weiß nicht, geht mal dahin und ich würde gerne wissen, ob ich blind bin oder... Schau mal. Du hast keinen Weg gefunden? Nee, ich habe keinen Weg mehr. Der hört dann auf. Irgendwie. Und es gibt ein paar Fußstapfen, die bahnen sich da irgend so einen Weg, aber der war mir zu schwer irgendwie. Keine Ahnung. Also, aber du hast recht, es wird bald dunkel, ne? ja, nämlich in 1,5 Stunden ungefähr. Ja, und Also, wir brauchen 2 Stunden runter. Ja, Also wir haben zumindest 2 Stunden jetzt hochgebraucht. ja, irgendwie so. Ich habe noch länger gebraucht. Ja, keine Ahnung. Also ich bleib mal hier. Ich guck mal, was ihr da macht. Viel Glück. Von wo seid ihr? Berlin und Frankfurt. Ah, okay. Köln. Also ich war sehr oft in Köln. Eigentlich eine schöne Stadt. Eigentlich? Gut, ich habe eben diese 2 Deutsche da getroffen. Und ich war ziemlich froh, weil ich die ganze Zeit alleine war. Ich habe noch 2 Französinnen getroffen, aber mehr habe ich nicht gesehen. Und da habe ich denen gesagt, dass ich keinen Weg gefunden habe und dass ich mal gerne sehen würde, was die machen. Tatsächlich haben die einen Weg gefunden. Dann bin ich mit denen noch ein Stück weiter hoch. Aber von hier aus kann man den See sehr gut sehen und es reicht mir auch. Ich denke mal, das wird hier ein guter Spot sein, um ein Foto zu machen. Ich mache mal schneller, weil es jetzt gerade richtig anfängt, nass zu werden. Und ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob dieses Bild in irgendeiner Art und Weise gut sein wird, weil einfach die Wetterbedingungen aus. Da oben, da sieht man nichts mehr. Gut, ich versuche einfach mal. Aber eigentlich bräuchte ich einen Filter, nämlich den Verlaufsfilter. Aber ich mache mir damit keinen Gefallen bei diesem Schneeregen. Nicht, dass es kaputt geht oder so, sondern weil ich dann ständig die Tropfen abputzen muss, das Glas wieder reinigen muss. Und das
Macht einfach keinen Sinn. Mal schauen. Was soll ich machen? Oh. Oder so. Oder ein Panorama. Ich glaube Panorama. Ja, ich glaube ein Panorama wäre gar nicht so schlecht. Gibt mir einiges an Freiheit. Scheiße, die Steine hier sind locker. Aber das habe ich denen auch eben gesagt. In der Beschreibung ist dieser Wanderweg ein ziemlich einfacher. Aber in der Realität fand ich den nicht so einfach. Okay, ein Panoramabild. Mal schnell. Zack, zack. Und ich muss echt schneller machen, weil es fängt an richtig eklig zu werden. Man hört auch schon auf dem See, wie es da tropft, wie wild. Du Scheiße. Das kommt gleich hier hin. Also. Es wird kein Meisterwerk, das weiß ich jetzt schon. Aber das habe ich auch wahrscheinlich noch nie geschafft. Ach, jetzt geht's richtig ab hier. Es wird alles nass. Machen wir hier zu. Ja? Wie bitte? Ja, ich gehe jetzt gleich auch. Aber geht ihr denselben Weg zurück? Oh. Ja, okay. Immer den Fluss entlang ansonsten. So, aber jetzt gibt es nur eine Sache, die ich machen kann, nämlich gehen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild geworden ist. Das weiß ich sowieso meistens nur, wenn ich es bearbeitet habe. Aber das ist mir jetzt egal. Ich muss hier irgendwie weg. Ich bin echt spät dran. Ich dachte mir eben noch, ich werde jetzt noch irgendwie schnell einen Snack essen. Dann mache ich noch ein Foto und dann mache ich mich auf den Weg. Aber das mit dem Snack, das ist nichts. Und was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass die mich abhängen. Den ganzen Tag habe ich niemanden gesehen. Das ist nicht immer gut. Auch wenn man irgendwie so weit von zu Hause weg ist. Und auch die Einsamkeit irgendwie
nee, nicht die Einsamkeit, sondern das Alleine sein irgendwie sucht, denke ich doch an meine Sicherheit. Wenn ich niemanden sehe, dann kriege ich auch Muffensausen. Muss ich ganz klar sagen. So, jetzt geht's weiter. Nee, jetzt geht's nicht weiter, jetzt geht's zurück. So, ich glaube, das war's für heute. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht. Ja, mit der Lomo könnte ich auch mal.